Hallo und herzlich willkommen auf dem Permakulturkanal. Tag 6, das Experiment. Es geht weiter. Es ist ein wunderschöner sonniger Morgen mit einer Tasse Tee und paar Obststücken. 2 Gläser Wasser, ein Apfel und eine Tasse Tee haben eigentlich gereicht. Einen größeren Eichelvorrat möchte ich mir anlegen. Dafür fahre ich in der Siedlung zu einer Allee und sammle mir so viele, wie ich nur tragen kann. Es sind wunderschöne Herbsttage im Oktober jetzt. Es ist sehr warm und es macht Spaß, irgendwas zu suchen und mit dem Rad zu fahren. Drei Tage werde ich die Eicheln trocknen, dann von der Schale befreien und im Wasser einweichen. Das wird dann die Gerbstoffe auswaschen. Daher kommt auch der bittere Geschmack. Ausgewaschen und angeröstet kann man die Eicheln für viele Gerichte verwenden. Das wusste ich tatsächlich selbst nicht. Geröstete Eicheln werde ich im Experiment wie Nüsse verzehren und später versuche ich tatsächlich ein paar Brotrezepte auszuprobieren. Auf dem Rückweg zum Haus habe ich ein kleines Feld Giersch gefunden und natürlich muss ich stoppen. Ganz viele neue Triebe sind da. Das hat bestimmt was mit der Trockenheit im Sommer zu tun. Giersch als Gemüsesorte habe ich für mich vor ein paar Jahren entdeckt. Eine Nachbarin hatte ein kleines Feld Giersch bei ihr im Garten und natürlich musste ich fragen, was das für eine Gemüsesorte wäre. Jetzt schätze ich mittlerweile genauso wie meine Nachbarin Giersch für seine Eigenschaften. Davon sammle ich heute eine ganze Menge und werde eine Kürbis-Gierschpfanne kochen. Ein paar junge Bäumchen wachsen im Gierschfeld. Die habe ich eigentlich als Zwetschgen- oder Mirabellenbäume identifiziert. Falls ihr eine Idee habt, was für Bäumchen das sind, schreibt mir gerne in die Kommentare. Habt ihr schon versucht, aus einem Kern ein Bäumchen zu ziehen? Das geht eigentlich super leicht. Ein Topf mit Erde und ein Kern. Und dann wartet man bis zum nächsten Jahr, bis das Bäumchen austreibt. Im Garten habe ich dann ein paar letzte Kürbisspitzen gesammelt und die Bohnen. Das kommt alles in die Pfanne. Die Kürbisspitzenpflanzen kann man entweder panieren oder auch in so einen Pfannkuchenteig reintunken und dann frittieren. Frittieren kann ich ja heute nicht. Nach dem Frost bleiben die Pflanzen, so die Kürbispflanzen oder die Tomaten, die auf dem Beet sitzen, als natürliche Mulchschicht bis zum nächsten Jahr da. Wir graben seit vielen Jahren nicht mehr um. Wir mulchen im Sommer. Die Erde ist sehr krümelig und locker. Viele Pflanzen sammeln sich aus und so müssen wir nicht viel tun, vielleicht die Tomaten vorziehen. Zu Hause angekommen, schneide ich das Gemüse klein.
Den Kürbis schneide ich in Würfeln und vielleicht ziehe ich da ein paar Spaghetti-Streifen ab. Vor ein paar Jahren habe ich mir so einen Spaghetti-Schäler gekauft. Diesen Kürbis habe ich auch mit der Schale verwendet. Mal schauen, wie das in der Pfanne dann schmecken wird. Das ist ein Butternut-Kürbis, auch sehr schmackhaft. Manche Exemplare werden sehr klein, aber das macht ja nichts. Es wird alles verwendet. Für die Spaghetti abstreifen muss man sehr, sehr viel Kraft aufwenden. Das klappt viel, viel besser mit einer Zucchini. Aber das geht. Es funktioniert und ich werde nur für die Optik ein paar Streifen machen und 3 große Portionen. Für mich ist das definitiv viel zu viel. Mir fehlt hier ein bisschen Öl und Currygewürze. In den nächsten Tagen werde ich intensiv die Hagebutte und Nüsse mit Eicheln sammeln. Die Bucheckern sind auch noch da. Das bleibt in der nächsten Zeit meine Fett- und Proteinquelle. Ich nehme mir viel Zeit für die Spaziergänge, beobachte die Natur und erlebe gerade einen Riesenüberfluss. Möchtest du wissen, wie das Experiment weitergeht? Abonniere gerne den Kanal. Für heute verabschiede ich mich mit ein paar Bildern aus dem Garten und sage Tschüss und bis morgen.